2014 annektiert Russland die Krim. Ein Schock für die Welt und der endgültige Bruch mit dem Westen. Doch wie konnte es so weit kommen? Anfang der 90er, nach dem Fall der Sowjetunion, herrschte noch Hoffnung auf eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur in Europa. Was ist in den 23 Jahren dazwischen passiert? Aus der Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft wurde eine neue Eiszeit. Die Brücken, die Anfang der 90er gebaut wurden, liegen heute in Trümmern. Die Sowjetunion ist Geschichte. Russland unter Boris Jelzin blickt nach Westen. 1994 tritt es der Partnerschaft für den Frieden der NATO bei. Man spricht von Kooperation. Mit der NATO-Russland-Grundakte von 1997 wird versucht, einen Rahmen für die Zusammenarbeit zu schaffen. Die alten Feinde näherten sich an. Raketensilos wurden geschlossen. Eine Welle des Optimismus erfasste die Weltpolitik. Doch während man kooperiert, treibt die NATO ihr wichtigstes Projekt voran, die Erweiterung nach Osten. 1999 treten mit Polen, Tschechien und Ungarn die ersten ehemaligen Warschauer Paktstaaten bei. Russland fühlt sich hintergangen und eingekreist. Das Misstrauen beginnt. Aus russischer Sicht war dies ein Wortbruch. Ein Gefühl, an den Rand gedrängt zu werden, machte sich breit. Noch im selben Jahr eskaliert die Lage. Die NATO bombardiert Serbien, einen traditionellen Verbündeten Russlands, ohne UN-Mandat. Moskau protestiert scharf, ist aber zu schwach, um etwas zu unternehmen. Es ist eine Demütigung, die in Russland nicht vergessen wird. Während NATO-Bomber über Belgrad flogen, konnte ein geschwächtes Russland nur zusehen und protestieren. Mit Wladimir Putin kommt ein neuer Mann in den Kreml. Nach den Anschlägen vom 11. September scheint eine neue Partnerschaft möglich. Im Kampf gegen den Terror sitzen alle im selben Boot. 2002 wird der NATO-Russland-Rat gegründet. Der Terrorismus wurde zum gemeinsamen Feind erklärt und schuf eine unerwartete Basis für die Zusammenarbeit. Doch direkt zu Beginn seiner Amtszeit sandte Putin noch viel weiterreichende Signale. Gegenüber der BBC schloss er einen NATO-Beitritt Russlands nicht aus, betonte aber, man erwarte, als gleichberechtigter Partner behandelt zu werden. Im Gespräch mit NATO-Generalsekretär George Robertson wurde dieser Unterschied im Denken deutlich. Putin fragte, wann Russland eingeladen würde, der NATO beizutreten. Robertson erwiderte, dass Länder sich bewerben müssten. Putins Antwort offenbarte alles. Wir stehen nicht in einer Reihe mit vielen Ländern, die keine Rolle spielen. War es ein ernst gemeintes Angebot oder ein Test? Die NATO bestand auf ihren Prozeduren, Russland auf seinem Status. Eine historische Weiche wurde gestellt. Da eine Partnerschaft auf Augenhöhe ausblieb, flog die Stimmung um. 2007 hält Putin seine berühmte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Eine Generalabrechnung mit den USA und der NATO. Ein Jahr später, 2008, führt Russland Krieg gegen Georgien. Die Botschaft ist klar: Russland wird eine weitere NATO-Erweiterung an seinen Grenzen nicht dulden. Die Obama-Regierung versucht einen Neustart der Beziehungen. Doch das Misstrauen ist zu tief. Besonders der NATO-Einsatz in Libyen 2011, der weit über das UN-Mandat hinausging, bestätigt aus russischer Sicht die Unberechenbarkeit des Westens. Jede Seite warf der anderen vor, die gemeinsamen Vereinbarungen für eigene Zwecke zu missbrauchen.
Das Vertrauen war endgültig zerstört. Nach dem pro-westlichen Maidan-Umsturz in der Ukraine reagiert Russland schnell und entschlossen. Russische Spezialkräfte besetzen die Krim. Ein manipuliertes Referendum folgt. Am 18. März 2014 wird die Krim Teil der Russischen Föderation. Die Nachkriegsordnung in Europa ist zerbrochen. Die Welt sah fassungslos zu, wie schnell und effizient Russland Fakten schuf, während der Westen noch über eine Antwort debattierte. Die Annexion der Krim beendet die Phase der Kooperation endgültig. Die NATO und Russland stehen sich wieder als Gegner gegenüber. Sanktionen werden verhängt, Truppen verlegt. Die Zeit des Redens ist vorbei. Eine neue Eiszeit hat begonnen. Wie die NATO darauf reagiert, entscheidet über die Sicherheit von morgen. Wie sieht die Zukunft dieses Konfliktes aus? Das klären wir in Teil 3.